What? No, no. What is that here? No, no. Also dürfte ich eigentlich nicht entdeckt werden. Wir gucken mal ein bisschen weiter noch. Mal gucken, was da hinten noch so kommt. Die haben sich da ihren Joint gedreht. Die sind hier keine wilden Tiere, du. Đường này có đi ra ngoài tiếp được không? Yeah, you can go through here. But there's a security checkpoint. Oh, hier sind große Affen. Ja, er sagt zwar ja, aber wieso fahren die jetzt wieder zurück? Ja, gestern ist mir ja eine lustige Geschichte passiert. Das heißt lustig, eigentlich eine schöne Geschichte, weil ich wollte meine Di2-Schaltung vorsichtshalber aufladen, dass die mir irgendwie in den letzten Tagen verreckt. Obwohl eigentlich die Ladekapazität ausreichen sollte, aber ich wollte halt auf Nummer sicher gehen und durchsuche so meine ganzen Kabel und meinen Koffer. Ja, kein Di2-Kabel da. Ich war mir sicher, ich habe es eingepackt, aber ja, irgendwie war es dann doch nicht im Koffer. Ich habe es wahrscheinlich dann hoffentlich zu Hause liegen lassen. Da habe ich es nämlich nochmal aufgeladen, bevor ich dann das Rad eingepackt habe, und habe es wohl im Eifer des Gefechts dann liegen lassen, obwohl ich ja, ein paar Mal dran gedacht habe, nimm es mit, aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Zu viele Dinge, die ich nicht vergessen wollte. Manche Dinge habe ich überhaupt gar nicht benutzt, wie es halt immer so ist. Und das, was ich gebraucht hätte, liegt jetzt daheim rum. Ja, dann habe ich in so einer Facebook-Gruppe geschrieben, in so einer vietnamesischen Radfahrgruppe, ob vielleicht irgendjemand ein Di2-Ladekabel für mich hätte, leihweise. Und dann haben sich tatsächlich 2 Leute dann gemeldet. Also einer hat sich gemeldet zuerst, der hat gleich 2 andere verlinkt. Und die haben sich dann tatsächlich auch gemeldet und haben mir das angeboten, das Kabel auszuleihen. Der eine konnte leider nicht vorbeikommen, hat mir dann seine Wegbeschreibung geschickt, dass ich es gerne abholen kann. Und der andere hat gesagt, ach komm, ich bring's dir vorbei, kein Problem, 15 Minuten bin ich da. Und hat mir dann tatsächlich das Kabel vorbeigebracht. Er kannte mich gar nicht. Ich hätte ja auch damit den nächsten Tag verschwinden können. Das kostet ja auch locker 100 € hier, dieses Ladeteil. Aber hat mir das dann, obwohl er mich nicht kannte, in die Hände gedrückt. Ich konnte meine Schaltung dann aufladen und habe es dann wieder runter zur Rezeption und er holt das dann irgendwann im Laufe des Tages wieder ab. Das ist doch cool, oder? Die Vietnamesen sind anscheinend locker drauf. Einfach mal so einen wildfremden Ausländer Ladekabel verleihen im Wert von 100 €. Nicht schlecht. Jedenfalls läuft die Karre und ich brauche mir keine Sorgen machen, dass das entleert wird irgendwann und ich dann dastehe und die Gänge nicht mehr gehen. Also ja, blöd gelaufen. Was heißt blöd gelaufen? Es hätte wahrscheinlich gereicht, wie gesagt, aber ich habe jetzt da so ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, wo das Kabel ist. Also es muss zu Hause liegen. Ich hoffe, da liegt es auch. Auf jeden Fall befinden wir uns wieder im wunderschönen Da Nang, Vietnam. Da drüben ist der Strand mit den Wellen. So beautiful. Und heute machen wir mal die harte Seite vom Monkey Island. Da sehe ich schon wieder eine fette Wolke. Und da gibt es nämlich noch einen zweiten Anfahrtsweg. Da muss man die Hafenstraße runterfahren. Ganz runter. Und am Ende geht es dann rechts rein. So ein steiles Ding. Da bin ich mal gespannt. Und da gibt es dann irgendwie so eine seitliche Schleife noch, die man fahren kann. Und zurück kommt man dann über den Hauptanstieg, den ich vorher gefahren bin. Mit diesem ersten Pavillon, wo auch diese Radarstation ist, dieses Observatorium. Von der Seite kommt man dann zurück. Da bin ich mal gespannt, schaue ich mir heute mal an. Viel Spaß bei diesem Video. And if I only could make a deal with God and get him to swallow
hier sind wir wieder an der Port Road, Hafenstraße. Der erste Truck steuert schon rein, wir auch. So, hier geht's hinter und der erste Anstieg kommt ja dann unmittelbar da vorne irgendwo. Nach der Kurve geht es da mal rechts rein, dieser Hauptanstieg, aber wir fahren weiter, wie gesagt, ans Ende dieser Port Road. Und dann geht es auch rechts rein, aber gleich steil los. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. So, das wäre der normale Einstieg. Da sind wir ja schon hoch. Wir fahren weiter ans Ende der Straße. Und dann, ja, mal gespannt. So, jetzt wäre ich fast vorbeigefahren. Es ist so schön hier entlang gerollt und dann zack, hier so eine unscheinbare Straße rechts rein. Aber man sieht schon, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber es geht steil berghoch. Ja, und das machen wir jetzt mal und mal gucken, wo es uns da so hinführt. Ich nehme nochmal Anlauf und dann geht's rein. Ja, gleich mal 20% zu Beginn. Juche, juche. Oh, das ist irgendein Wachhaus. Mal gucken, was das hier wird. Ob man hier weiter kann. What? No, no. Why? No. Why? What is that here? No, no. No? Yeah. And why? Yeah. Why? Why not? Oh, not speak English. No speak English? Yeah. Okay. Also gut. Dann eben nicht. Tja, das war nix. Keine Ahnung, warum man da nicht lang darf. Er sprach kein Englisch, ich sprach kein Vietnamesisch. Ja, ist klar, wie er wild aus seinem Wachhäusl rausgestürmt gekommen. Erst hat er geschlafen, dann hat er anscheinend mich gehört und oh, das geht nicht. Dann ist er angewetzt gekommen. Keine Ahnung, was das da oben ist, aber wenn man den Hauptanstieg hochfährt, über den ersten Viewpoint drüber und dann wieder runter fährt, dann kommen ja ein paar so Wellen und da geht dann nochmal links ein Weg weg. Das habe ich auch gefilmt, also da war so ein Gatter, irgendwie auch Zutritt verboten wegen Erdrutschgefahr, irgendwas stand da. Ein bisschen schlechter Weg war das und das wäre der Weg gewesen, den man dann da rausgekommen wäre, wenn man jetzt hier hoch wäre. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt da den Hauptweg hochfahre und einfach über das Gatter drüber fahre, da ist ja auch niemand, der das bewacht, dann komme ich ja bis dahin. Was will er denn dann machen? Will er mich wieder zurückschicken oder will er mich einfach hier runterlassen? Das wäre jetzt einmal die Frage, was da passieren würde, aber das habe ich jetzt keine Lust auszuprobieren. Da extra diesen anderen Anstieg hoch, weil der ist auch knüppelhart und ich hätte jetzt gerne den hier ausprobiert, weil das wären erst einmal bloß 200 Höhenmeter gewesen laut Karte. Dann wäre es, glaube ich, wieder irgendwie ein bisschen runter und dann wäre es auch mal, habe ich mir auf der Karte angeguckt, hätte ich mal so einen kleinen Abstecher zur Küste gemacht, so 80 Höhenmeter. Vielleicht wäre da ein schöner Aussichtspunkt gewesen, zumindest laut Komoot hätten wir da runterfahren können, dann wieder hoch, wieder auf die Hauptstrecke und dann wären das insgesamt auch, ich glaube, das waren auch fast 900 Höhenmeter auf 25 Kilometer oder so. Also schon ziemlich knackig. Aber es hat nicht sollen sein. Der Security Guard wollte es nicht. Der war auch so jung, der hat mich gleich an den anderen hier erinnert, dieser angebliche Polizist da, wo die Hunde waren, an dieser Radarstation. Der da so in der Jogginghose und Schlappen daherkam und mir sagte, er ist von der Polizei. Da musste ich erst mal lachen. Ich dachte, was? Schaust aber sehr privat aus.
So, naja, gut. Sei es wie es will, dann gibt es heute irgendwie keine große Tour. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich jetzt alternativ machen soll. Ich kann ein bisschen die Küstenstraße entlang fahren, aber die kennt ihr ja schon, die brauche ich nicht filmen. Ich sage einfach mal, ich beende das Video an dieser Stelle. Wir hoffen, dass das nächste Video besser wird. Ja, und dann sehen wir uns dann, wenn der LKW hier vorbeigefahren ist, beim nächsten Video hier aus Da Lang Vietnam. Mal gucken, was noch kommt, ob noch was kommt, weil jetzt bin ich ja nicht mehr lange hier. Und oh, 13. Und wir wollen es ja auch nicht übertreiben, weil wir haben erst ungefähr 15 Videos erst gemacht. Ne? Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und schau, dass ich hier rauskomme aus dem Loch hier. Und wir sehen uns. Bis dahin, ciao, ciao. Hi, you're not slower than me. Kommt der nächste angerannt. Es scheint der beliebte Parkplatz für Mopeds zu sein, especially für Deutsche. Ja, heute sieht man nicht. Alles in Dunst. Nix, was ist das denn? Und nie. Ja, weil wir wahrscheinlich. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich jetzt doch noch mal hochgefahren hier auf den Berg, weil ich jetzt so sauer war, dass ich auf der anderen Seite da von dem Grenzbeamten ausgestoppt wurde. Und ich dachte, ich wollte eigentlich bloß diesen bisschen hier hoch und dann geht es ja rechts so oberhalb der Stadt entlang, so eine kleine Panoramastraße. Da habe ich mir gedacht, nee, komm, jetzt fährst du mal weiter bis zu dem ersten Checkpoint da, wo immer dieses Gatter ist, wo ich aber mit dem Fahrrad durch darf. Und dann war ich dort und dann habe ich mir gedacht, na, jetzt fährst du den Rest auch noch, egal, die Beine fühlen sich ganz okay an. Die letzten Male habe ich so gelitten da irgendwie an dem Berg, zwar heute auch, weil es wieder so heiß ist, habt ihr gesehen. Gerade mein Tuch ausgewrungen und habe es aber trotzdem noch nicht in einem Zug hier durchgezogen. Es sind zwar bloß 500 Höhenmeter, aber irgendwie ist der Berg eklig. Der hat immer so 9, 10%, dann wieder mal 11, dann wieder 7. Im Schnitt hat er, glaube ich, 9 oder so. Es ist ein wenig zäh. Aber ich bin oben und man sieht, wie man sieht, nichts. Und jetzt habe ich geguckt auf Komoot, das sind jetzt noch 3 Kilometer runter zu dieser Abzweigung, wo ich dann rausgekommen wäre und quasi hier von der anderen Seite wieder heimgefahren wäre. Und da fahre ich jetzt noch hin, gucke mir das an, vielleicht fahre ich durch das Gatter durch, vielleicht werde ich verhaftet, vielleicht lande ich in einem vietnamesischen Knast, man weiß es nicht, man wird sehen, aber wer es nicht probiert, findet es nicht raus. Ja, also das wäre jetzt die besagte Stelle, die man eigentlich nicht betreten darf. Aber hier steht ja nur Landslide Area, do not cross. Da steht jetzt nichts von Radar oder Militär oder sonst was. Aber, naja, wir können ja mal reinspitzen. Ja, so ganz zu ist es ja nicht. Und ich glaube, das stand auch auf eigene Gefahr, oder? Ich will jetzt auch nicht zu tief rein. Ich will bloß mal hier ein bisschen reinlugen, wie so der Weg ist. Das scheint ja eh nicht der beste zu sein. Aber
Es ist immerhin noch betoniert, asphaltiert, was auch immer das ist. Und wir gucken mal, wie es hier so aussieht. Aber mich würde schon mal reizen, hier komplett lang zu fahren, um dann zu sehen, wo kommt man da raus und was ist denn da gewesen, dass der mich da nicht durchgelassen hat. Naja, Landslide, hier ist ein bisschen Erdrutsch. Ich meine, wir haben jetzt keine Regenfälle oder so. Naja, da sind wir mal ein paar Bröckerle runtergefallen, mehr ist nicht. Wir schauen noch mal ein bisschen weiter. Ja. Da vorne wird sandig, sehe ich. Kurzes Stück Treibsand. Wir gucken noch über die Kuppe hier. Und vielleicht noch ein bisschen weiter. Das ist doch ein schöner Weg, ich weiß gar nicht, was die haben. Da geht immer so weiter hier. Ich glaube, ich befinde mich jetzt hier unterhalb von dieser Radarstation. Jetzt irgendwo da oben. Habt ihr beim letzten Mal gesehen, ich habe es jetzt nicht gefilmt, wie ich vorbeigefahren bin, hier mit dieser Kuppel. Oh, ich höre schon irgendwas. Die werden mich schon ausfindig gemacht haben. Aber ich bin doch jetzt unterm Radar, oder? Man muss ja immer so tief liegen, dass man unterm Radar ist. Ich bin jetzt sogar noch unterhalb der Radarstation. Also dürfte ich eigentlich nicht entdeckt werden. Wir gucken mal ein bisschen weiter noch. Mal gucken, was da hinten noch so kommt. Da hinten ist irgendwas, da darf man glaube ich nicht weiter. Oder? Wer ist das denn? Das ist ein Motorradfahrer. Ich fahre mal hinter den. Mal gucken. Schaut jetzt nicht so aus, als wäre er. Machen wir denn da Yoga oder was? Hi. Where do this way go to? Do you know that? Where? When I go this way here, where do I come? Where do I? You go to another way on Ikil Street. You go to Ikil Street this way. Is it where the port is, the harbor? The harbor? No. Because the harbor is another. Because in Da Nang I was in the harbor street, and at the end I went. I went up the hill, but there was a security guy and said no. Yes, that's no, right. no. That's Yeah? right. They block in the way where they come in here. Ah. But I don't know when you come this or not. So when I but go they block, yeah. yeah, but when I go this, I come again to that security guy. Yes. Not good. Yeah. Okay. So, but there's nothing special. It's just the way like this. Just like this. Yeah. Okay. No, but spectacular view. But Yeah. I'm not sure But- it's dangerous or not. But Yeah, is it because they block in here. yeah, is it allowed to go here? No. I haven't Because- seen so many people go this way, but Yeah. with this bike, I'm not sure. But it's all the way Yeah, paved? like It's all the this, way like paved, this. Okay, Yeah, but the view is very beautiful. yeah. Okay. I look a little bit and then I go back because I don't want to see the security guy Yeah, again. yeah. Okay, see you. Bye bye. Die haben sich da ihren Joint gedreht. In der Einsamkeit, ein Paffen. Ja, irgendwie sagt er spektakulär und es sind wohl auch ein paar Leute ab und zu mal hier lang. Ja, es schaut sehr verwunschen aus. Wir gucken mal noch ein bisschen und dann kehre ich vielleicht wieder um. Kurz nochmal umkehren, weil die tatsächlich, hier ist eine Mülltonne. Mitten im Nirgendwo ist eine Mülltonne. Und da ist sogar was drin. Von den Wanderern haben sie ihren Müll hier brav in die Tonne. Aber wer holt denn die ab? Da kommt doch kein Mensch vorbei hier. Hier wohnt doch niemand.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier das Müllauto lang fährt. Kurios. Also komische Falter fliegen hier rum, so schwarze. So Schmetterlinge, so schwarze. Hier sieht man den. Hier. Guck euch den. Oh, schau mal. So schön. Krass. Und der nächste geflogen hier. Lauter bunte Schmetterlinge hier. Wow. Die bleiben gar nicht richtig sitzen. Selbst wenn die sich niederlassen, dann flattern die immer noch. Irgendwie ADHS. Okay, es sind hier keine wilden Tiere, da. Komische Geräusche hier in den Bäumen. Ah, das sind irgendwelche Vögel. Ja, also hier sind wir schon mittendrin. Ne? Also viele Leute werde ich hier nicht treffen. Ich denke mal, hier kommt auch kein Kiosk, wo ich mir mal was zu trinken kaufen kann. Aber wir gucken mal weiter. Auf jeden Fall interessant. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wow. Krass. Spektakulär, hat er gesagt. Ja, das stimmt. Kann ich ihm nicht widersprechen. Schaut geil aus. Ja, das Problem ist halt jetzt, es geht immer weiter runter. Und ich weiß halt nicht, wo es hingeht, beziehungsweise ob ich durchfahren kann. Wenn ich wüsste, ich komme hier komplett rum, dann wäre das ja alles kein Problem. Ich habe bloß keine Lust, jetzt komplett runter zu fahren, um dann festzustellen, ich kann da nicht weiter und muss den ganzen Weg wieder hoch. Und muss dann da auch hoch die Hauptstraße, um über diesen Viewpoint zu kommen, um dann letztendlich die Abfahrt gar runterzufahren. Zum Hafen wieder. Ja, ist jetzt die Frage, was macht man jetzt hier? Ne? Reizend jetzt mich schon, aber jetzt ist natürlich auch schon wieder 2:45 und wir sind jetzt, ich schaue es mal hier auf der Karte an, wir sind jetzt hier, ich weiß nicht, sieht man denn das? Das sieht man wieder nicht. Wir sind jetzt hier, wo der blaue Punkt ist. Und man müsste halt komplett diese weiße Straße hier noch entlang. Das hier ist dieser kleine Abstecher da zu dieser Landzunge, den ich hätte machen wollen. Und hier unten, hier habe ich ja heute Morgen versucht hochzufahren. Da kommt dann hier irgendwo der Security Checkpoint. Also es wäre schon noch ein gewaltiges Stück jetzt hier außen rum. Die Frage, ob man das wagt oder nicht, oder ob ich bloß hier vielleicht bis zu der Landzunge hier fahre. Aber jetzt bin ich gerade mal das Stück hier gefahren, von dieser Abzweigung hier bis zum blauen Punkt. Das kam mir jetzt schon vor wie eine Ewigkeit und jetzt habe ich ja nochmal hier so ein riesiges Teil zum Fahren. Schwierig, schwierig. Und es geht halt nur bergab und wenn es jetzt irgendwie so eine Küstenstraße wäre, die so also halt gleichmäßig entlang ging, ohne Gefälle, dann wäre das ja machbar, weil dann kann man locker wieder zurückfahren, weil es schaut jetzt auch nicht sehr flach aus. Ich habe jetzt gar nicht auf die Prozente geguckt, aber ich weiß es nicht, schwierig. Ich glaube, ich kehre dann wieder um, weil das ist mir jetzt zu unsicher. Ich meine, der Weg wird immer so weitergehen. Landschaftlich wird er sich nicht groß verändern. Hier kommt wieder so ein schwarzer Butterfly. Und ja, es ist halt sehr verwunschen, sehr verwachsen alles. Ich weiß nicht, ob man jetzt heute noch so einen tollen Ausblick hier hat. Es ist so ein bisschen düster auch, dunstig. Also ich glaube, ich kehre wieder um, fahre bei den Jointrauchern vorbei, wieder auf die Hauptstraße und fahre den Weg zurück. Mal gucken, ich schaue noch ein Stück. Sehr schön.
Ja, schöner Ausblick. Unten liegt eine Dschungel oder sowas. Ja, aber es geht halt nur bergab, bergab, bergab. Ja, wenn ich Pech habe, muss ich den ganzen Weg zurück. Wenn ich weiterfahre, wie gesagt, komme ich zu dem Security-Typen wieder und dann keine Ahnung, was die mit mir machen. Also irgendeine Strafe zahlen oder sowas. Hier 1 Million Dong. Wow, hier ist wieder Butterfly. Ja, Wahnsinn, was hier Schmetterlinge rumschwirren. Da drüben auch wieder einer. Ah ja, also jetzt bin ich aber schon so weit gefahren, jetzt macht es fast keinen Sinn mehr, wieder zurückzufahren. Es ist verworren, verworren. Aber die Neugier, die treibt mich jetzt auch immer weiter. Wir gucken noch ein Stück. Ja, hier war auch mal Landslide, wie man unschwer erkennen kann. Aber momentan kommt da nichts runter. Fahren hier trotzdem welche rum. Ich check das nicht. Wie kommt man da hin? Wer sind die? Warum fahren die hier? Fragen über Fragen. Ich frage die jetzt mal. Do you know this area? Do you know this area? No? You go there? Not there? Aku đây đi. There are some more. You know the area here? Not so the rest. What? Yes, local. Local, yeah, but What do you want to ask? no, I wanted to. First, I wanted to go this way from the port, from the harbor, but there was a security checkpoint. Yes, you passed the checkpoint already. No, they said no. So I went the other way now, around here. But I don't know if I can go through when I go further here. Đi đường này có đi ra ngoài tiếp được không? Yeah, you can go through here. But there's a security checkpoint. Có điểm kiểm tra đấy không? Có there another checkpoint on the other side. Can I pass the Có thể checkpoint? đi được không? Okay, you can pass. Yeah, okay, thank you very Okay. much. So I don't need to go back all the way. You don't need to go back. Ah, very good, very good. Continue. Okay. Okay. Thank you very much. Bye bye. Oh, hier sind große Affen. Da kam jetzt gerade einer hier den Weg hier rüber. Wo ist der? Ach du Scheiße. Die hupfen hier rum. Oh, hier sitzt einer. Hier sitzt einer. Big monkeys here. Monkey. Big. Are they dangerous? No. They are not dangerous. Con này phải đẹp hơn đúng không? Con kia đẹp hơn. Lá cống tự động nó sướng. Wie es vorher war, so voll ist es jetzt. Kommen die alle her.
Da oben im Wipfel sitzt einer. Versucht es mal dann ranzuzoomen. Schaut auf uns runter. Ja, mitten hier in der im Affenparadies, Affenlandschaft. Scheint hier beliebter Spot zu sein für Fotografen. Ja, die Jungs meinen, dass man hier dann durchkommt. Ich bin ja mal gespannt. Ich versuche mal, mich an die dran zu hängen und dann schmuggel ich mich da irgendwie mit durch. So, jetzt ging es hier sogar noch mal hoch, aber das habe ich ja gesehen auf der Karte auch. Weil, ich meine, wenn ich vom Hafen hochfahre, dann geht es ja hier auch irgendwie runter dauernd, weil ja der Weg, wo ich jetzt herkam, geht ja hoch. Also wenn ich zurückfahre, muss ich ja dann auch irgendwie Stickel noch mal hoch über diese erste Welle da am Hafen. Aber jetzt habe ich mal ein bisschen einen Vorsprung mir geschaffen, weil wenn die Jungs da mit dem Motorroller kommen, die drücken da natürlich locker drüber. Ich will ja schauen, dass ich mit denen irgendwie vielleicht zu diesem Checkpoint komme, dass ich mich da durchmogel, dass es da noch zu irgendwelchen Problemen kommt. Ich habe jetzt keine Lust drauf hier am Abend. Ich muss ja heute Abend noch einen Livestream machen. Das kann ich schlecht vom Knast aus machen. So, ja, jetzt stehen wir hier. Was ist jetzt das hier für eine Abzweigung? Oh, muss mal auf Komoot gucken. Ist das vielleicht diese Abzweigung, die zu dieser Landzunge geht? Ja, genau. Moment, ich nehme mal die Kamera hier aus der Halterung. Wir müssen quasi links rum. Wie kann ich das halten, dass man sieht? Man sieht irgendwie nichts. Man sieht irgendwie nichts. Ja, ich blende es ein, ich mache einen Screenshot auf jeden Fall. Hier geht es runter zum Meer, das ist aber eine Sackgasse, da muss ich wieder zurück. Und das ist der Weg dann zum Checkpoint. In der Hoffnung, ja, dass die mich durchlassen. Da kommen schon die ersten. Die hängen mich jetzt natürlich ab hier an der Steigung. Scheiße. Die anderen zwei, oder die anderen zwei Motorräder, ich glaube es waren nochmal zwei Motorroller, die sind noch hinter mir. Irgendwo, die machen vielleicht noch Fotos. Aber wir gucken mal. Ach je. Ja, jetzt kommt gleich das andere Motorbike von hinten. Ich höre es schon knattern. Ja, dann sind die zuerst dort vor mir. Nicht schlecht. Aber mal gucken. Das ist der nächste Hotspot.
irgendwie, je weiter ich hier reinfahre, desto voller wird's. Am Anfang war da gar nichts. Dann kamen die ganzen Fotografen, jetzt kommt noch so einer hier, keine Ahnung, was der hier getrieben hat. Jetzt soll mir mal einer am Checkpoint dann sagen, es ist verboten, hier lang zu fahren. Dem erzähle ich aber was auf Vietnamesisch. Ja, der nächste kommt. Ja, jetzt geht es ja zu auf einmal. Tja. Ich dachte, das ist ein einsames, ruhiges Sträßchen. Ein paar Affen, aber nichts ist. Jetzt zu auf der Autobahn. So war's das jetzt. Schon wieder ein Steigungsschild. Oh mal 11%. Da oben, da sieht man die Radarstation, wahrscheinlich auf der GoPro nicht. Ich versuche es irgendwie ranzuzoomen. Ganz oben auf dem Kamm, das weiße, halbrund. Krass, ey, von da kam ich her. Jetzt bin ich den ganzen Weg hier wieder runter, aber jetzt dürfte es ja nicht mehr weit sein. Ich schaue jetzt nochmal auf die Karte, aber da kommt schon wieder irgendwas. Wieder Motorroller, also so verboten scheint die Straße hier nicht zu sein. Oder? Ach, das sind die Jungs hier wieder. Was? Er hat jetzt irgendwie so nach unten gedeutet und irgendwie das Gesicht verzogen. Oh je, da kommen die nächsten. Ist okay? Ja, er sagt zwar ja, aber wieso fahren die jetzt wieder zurück? Das bereitet mir jetzt etwas Sorgen, aber wir gucken mal, was da noch so passiert da hinten. Ja, wir haben jetzt quasi das Pferd von hinten aufgesäumt. Ich hoffe halt, dass wir jetzt da nicht einen Hufschlag dann kriegen und dann wieder zurückfliegen. Ist jetzt hier nochmal sandig. Also jetzt müsste aber bei hier Ende sein. Also laut Karte sind es jetzt vielleicht noch weniger als 1 Kilometer, sage ich mal jetzt grob. 700, 800 Meter und dann ist man unten am Hafen. Jetzt nochmal nass hier. Oh je, da hat schon die Leitplanke hier nachgegeben, mein lieber Schwan, guckt euch das mal an. Ja gut, das ist wahrscheinlich der Grund, warum die einen hier nicht durchlassen wollen, aber jetzt bin ich ja eh schon komplett durch. Das wäre ja gefährlicher, wenn ich jetzt umkehren würde, als wenn sie mich gerade durchlassen. Und wieder hoch. Ah. Ich habe schon die ersten Häuser von Da Nang gesehen, den Hafen habe ich auch schon gesehen. Hier sieht man so ein bisschen durch, die Hochhäuser. Ich lasse jetzt mal die Kamera einfach laufen, weil muss ja jetzt irgendwo dieser blöde Checkpoint hier kommen. Und dann bin ich ja eh schon unten. Es geht jetzt hier nur noch bergab. Über diese Betonplatten hier. Bremsen laufen auch schon heiß. Ich will es jetzt hier auch nicht laufen lassen, weil es hat hier 13% Gefälle. Und die Straße ist auch nicht die beste. Mal so intervallmäßig bremsen und dann wieder laufen lassen. Mein lieber Schwan, wann hört denn das auf, ey? Ja, das wäre ich jetzt alles hochgefahren. Das wäre halt auch ein schöner Anstieg gewesen. Aber der Capo da unten wollte er nicht. Ja, da komme ich jetzt von der anderen Seite. Wird er blöd gucken. Wenn er noch da ist, vielleicht hat er auch schon Feierabend. Kann mir nicht vorstellen, dass sie die ganze Nacht da irgendwie, den ganzen Tag und Nacht. Ah, hier sind wir jetzt, Achtung. Kann mir nicht vorstellen, dass sie da den ganzen Tag über Wache halten. Ah ja, jetzt muss ich mal gucken, was ist das denn hier? Ist das hier
Gelände oder was? Was ist denn das hier drüben? Schaut das seltsam aus. Ich denke mal, die Straße hier runter ist es. Ich schaue nochmal auf die Karte, aber ich denke mal, es geht hier rechts runter. Ja klar. Ja, da ist das Häusl gewesen. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich bin hier geradeaus hoch und auf der linken Seite war der. Was ist denn das da drüben? Ist das irgendeine Militäreinrichtung? Und hier ist die Straße. Ich komme jetzt hier runter und biege rechts rum, aber da war doch auch gesperrt. Alter, das gucken wir uns jetzt an. Jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt blicke ich durch hier. Ich hätte hier links ab. Oh, da ist aber eine Schranke. Eieiei. Ah ja, genau, da war eine Schranke auch. Na ja, gut, aber kann jetzt auch nicht helfen. Bin ich schon da. Hallo. Ein bisschen blöd geguckt. Aber wir verziehen uns jetzt einfach und tun so, als ob wir niemanden sehen und von nichts wissen. Jawohl. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang des Videos waren. Hallo. Ja, die haben wenigstens gelacht. Eieiei, jetzt müssen wir in den Unterlenker gehen, weil sonst kriege ich einen Krampf in den Händen. Yeah, und schon haben wir den Loop gemacht. Anders wie geplant. Aber egal. Wir haben sie gemacht. Einmal hier durchs Sandbett. Kommt was, kommt nichts. Ja, und jetzt sind wir wieder da. Wo ich eigentlich vorhin schon das Video abgeschlossen habe. Guck mal, er putzt sich hier schön. Ja, schön, jawohl. Ja, schön zwischen den Beinen auch noch. So, jetzt sind wir wieder da, wo ich vorhin war, das Video abschließen wollte. Jetzt kann ich es wieder abschließen. Jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Herzlichen Dank, schaltet wieder ein beim nächsten Abenteuer. Das war wirklich ein Abenteuer. Mir war nicht so ganz wohl, wo ich hier lang komme, was da auf mich zukommt und ob ich da lang darf und vielleicht verhaftet werde oder zurückgeschickt werde oder 3 Millionen Dong zahlen muss. Aber es ging alles gut. Einmal ist okay, ein zweites Mal muss ich es nicht machen. Es war schön, wir haben die Affen gesehen, wir haben Ausblicke gesehen und wir haben verwunderte Militärposten oder Checkpoint-Mitarbeiter, Security-Leute gesehen. War alles dabei. Nicht so viel labern jetzt. Ich fahre zurück, hau mich unter die Dusche. Die Sonne geht auch schon langsam unter. Signing off.